Willkommen auf Fuerteventura. 7 Tage verbringen wir auf dieser Insel und ich zeige euch, ob es sich lohnt, weil die haben hier krasse Strände wie diesen hier und noch viel, viel mehr. Ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in dieser kleinen Videoreihe schauen wir uns Fuerteventura genauer an. Das ist definitiv der Ort, wo man am meisten Sommerurlaub-Feeling hat. 7 Tage verbringen wir auf der Trauminsel und während wir in diesem Video den Süden mit Städten wie Costa Calma, Morocable und Cofete erkunden, geht es im zweiten Video dann in den Norden nach Coralejo, Cotillo und Betancuria. Betancuria ist mit Abstand der schönste Ort auf Fuerteventura. Es fühlt sich gar nicht an wie Fuerteventura, es ist absolut grün. Ich zeige euch alles, was ihr wissen müsst, von Kultur über Essen bis hin zum besten Strand der Insel. Was eine Aussicht! Das ist definitiv der Ort, wo man am meisten Sommerurlaub-Feeling hat. Jetzt sehen wir mal Fuerteventura. Das ist ja einfach Karibik-Feeling pur. Für mich ganz klar der schönste Strand auf Fuerteventura. So, wir sind auf Fuerteventura gelandet, 4,5 Stunden von Berlin mit einem kleinen Kind. War gar nicht so leicht diesmal, aber hat am Ende gut geklappt. Wir werden uns jetzt unseren Mietwagen holen und in der Zwischenzeit erzählt euch Mike aus dem Off, was wir denn jetzt genau alles in Fuerteventura sehen und was ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Es geht also in den Süden, genauer die Südhalbinsel Jandía. Und die ist vor allem bekannt für weiße Strände und glasklares Meer. Eben richtig Karibik-Feeling. Wir werden uns die Orte hier im Süden mal genauer anschauen. Neben den Touri-Orten Costa Calma und Morocable geht es aber auch auf die Schotterpiste an die einsamen Strände von Cofete und der mystischen Villa Vinta. Die Surfstrände von La Pared dürfen aber auch nicht fehlen. So, wir sind in Costa Calma angekommen, werden jetzt sofort was essen gehen. Morgen verbringen wir auch den ganzen Tag, wie ihr gerade schon gehört habt. Mal schauen, was wir finden als erstes. So, wir sind bei El Bar de Marco. Ich bin ehrlich, Costa Calma ist jetzt nicht der kulinarische Ort, aber Fuerteventura hat sehr viel kulinarisch zu bieten. Trotzdem haben wir eine richtig gute Tapas-Bar gefunden. Die hat eine 4,8 Wertung hier. Bin gespannt. Ist natürlich ein Touristenort hier, deswegen vielleicht nicht so traditionell, wie es woanders mitten im Land sein wird. Dennoch bestimmt ein Highlight und ich freue mich, ich habe richtig Hunger. Bei Tag ist es hier richtig geil, da kann man mitten aufs Meer schauen, aber auch in der Nacht ist es schön, vor allem weil der Mond so hell ist, richtig krass. In den ersten Runden hatten wir schon typisch Fuerteventura-Style Tapas, und zwar Kartoffeln mit Mojo-Soße. Da gibt es ja in Rot und Grün, die hatten wir in Rot. Da ist so eine kleine tomatige Soße, würde ich fast sagen. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Dann hatten wir noch Ziegenkäse, der frittiert wird und mit Palmhonig frittiert wird. Hat deswegen so eine süße, salzige Note. Mega geil. Das ist schon richtig geil, aber es kommt noch mehr. Als zweiten Gang hatten wir dann azurische Chorizos. Wir hatten Meatballs mit einer richtig geilen Tomatensauce. Wir hatten natürlich Jamón Serrano. Ne? Das muss man einfach haben, wenn man Tapas essen geht. Wir hatten aber auch noch so richtig schön frittierte Auberginen. Im Grunde ganz gutes Tapas-Essen, war sehr teuer, also wir haben 90 € jetzt für 3 Personen bezahlt, mit Getränken zwar auch, also nicht super teuer, ne? Aber auch eben nicht billig. Man bezahlt ja wahrscheinlich auch für den View, wenn man bei Tageslicht hingeht. Am Ende waren schöne Tapas, ich glaube, das ist ein schönes erstes Gericht und zeigt so ein bisschen, Fuerteventura hat einiges zu bieten und ist ein guter Start. Wenn ihr übrigens mehr Food-Content und noch weitere Bilder von meinen Reisen sehen wollt, dann vergesst nicht, auf Instagram zu folgen. Aber Mike, du wolltest noch was sagen? Was ich ganz vergessen habe, euch zu sagen, wir haben natürlich einen Mietwagen uns geholt, den haben wir uns bei Budget geholt. Alles online vorher gemacht, das ist, glaube ich, der beste Weg dafür. Hier gibt es sehr viele Mietwagenfirmen. Am Ende ist es mein Tipp, holt euch auf jeden Fall einen Mietwagen, denn die Insel hat zwar einen Busverkehr, aber der ist halt einfach auch nicht so gut und man kann auf jeden Fall an viele abgelegene Orte, so meine ich das eher. Deswegen holt euch auf jeden Fall einen Mietwagen und ich zeige euch in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein paar coole Orte, wo ihr dann hinfahren könnt. Solltet ihr übrigens doch Bus fahren wollen, sucht diese Hütten, von da kommt ihr dann überall hin.
So, der erste Morgen auf Fuerteventura und schon der erste Grund, warum man auf diese Insel sollte. Es ist einfach warm, also 20 Grad, wir haben Januar, also es ist Winter hier. Im Sommer wären es hier 30, 40 Grad, es regnet hier kaum. Das sieht man natürlich auch in der Landschaft, die sehr trocken, sehr wüstig ist. Dafür aber immer schön warm und das auch im Januar und dafür eben auch in Europa und nicht so weit weg und nicht so teuer, weil sonst muss man jetzt irgendwie ans andere Ende der Welt oder in die südliche Hemisphäre. Deswegen lohnt sich das schon. Wir werden uns jetzt das Örtchen ein bisschen angucken, also Costa Calma auf dem Weg zur Bäckerei. Sonne pur, sogar warm genug, um ins Meer zu springen. Zumindest an einigen Tagen. Über das Wetter in dieser Woche konnten wir auf jeden Fall nicht meckern. Der Punkt geht wirklich ganz klar an Fuerteventura. Aber jetzt schauen wir uns wirklich endlich Costa Calma an. Ihr merkt schon, der erste Eindruck von Costa Calma ist jetzt nicht krass. Na, hier gibt es einige Ruinen, ein paar Bäume und so. Wirkt auf den ersten Blick echt nicht cool und das ist auch verständlich. Hier sind fast nur All-Inclusive-Hotels, heißt, die meisten Leute sitzen hier in ihren Anlagen, in ihren Hotelanlagen, genießen da ihre Zeit, gehen vielleicht mal ins Café. Denn das Highlight von Costa Calma ist eben nicht der Ort, sondern die Natur. Und zwar erstens, seht ihr hier um mich rum, so ein Palmgang, der jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so krass aussieht. Aber wenn man bedenkt, dass die Insel, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr warm ist durchgehend, kaum Wasserressourcen hat und dann die nächste Insel der Kanaren an der Sahara ist. Deswegen gibt es ja auch immer Sahara-Winde und Sahara-Sand, der hier ankommen. Deswegen zum Beispiel sind auch die meisten Strände hier weiß, obwohl das eine Vulkaninsel ist und die eigentlich dunkel sein sollten wie auf Lanzarote. Anyways, auf jeden Fall ist es hier sehr warm und deswegen gibt es hier sehr viele Wüstenbereiche, sehr viele sehr trockene Ödlandbereiche. Deswegen ist so eine Oase mitten im Ort was ganz Besonderes für die Insel. Ja. Und das zweite Highlight hier sind eben die absolut krassen Strände. Die werden wir uns nachher auch noch angucken bei René Igli und Co. Denn die sind perfekt für Windsurfen, Kitesurfen und zum Chillen. Aber jetzt gehen wir erstmal frühstücken im Café Berlin, denn das gehört meiner Mutter. Ja, wir sind hier im Café Berlin, ne? Wie gesagt, das gehört meiner Mutter. Ihr Freund, der ist nämlich deutscher Bäckermeister und Konditormeister. Die haben die Bäckerei 2006, glaube ich, aufgebaut, oder 2005. Kleine Pause zwischendurch gemacht, aber seitdem haben sie auf jeden Fall die Bäckerei. Und hier gibt es so richtig deutsche Backwaren, also auch Kuchen und Co. Also wenn ihr Kaffee und Kuchen am Strand haben wollt, das gibt es wirklich nur hier, glaube ich. Oder zumindest so richtig. Naja. Für mich ganz kleines der besten Frühstücke, vor allem wenn andere Leute sagen, Frühstück wie bei meinen Eltern, dann ist das cool, aber mir ist es literally so, ne? Also so esse ich wie bei meiner Mama, mega geil. Interessant auch, die haben Springbrötchen, die gibt es eigentlich nur in Osnabrück, das wusste ich früher gar nicht, also es ist eine Osnabrücker Art von Brötchen, richtig lecker, generell die Brötchen sind super gut und natürlich werden wir in den nächsten Tagen auch noch einiges von den Puddingbrezeln, Kuchen und Co. testen, das seht ihr dann immer wieder im Video. Meine Mama ist natürlich nicht vor der Kamera, die hat nicht unbedingt Bock auf die Kamera. Vielleicht kriegen wir sie in den nächsten Tagen noch dazu, weil wir werden hier jeden Tag frühstücken, das ist so lecker. Und der frisch gepresste Orangensaft dazu. Das ist für mich ein ganz besonderer Moment. Nicht nur, weil mein kleiner Sohn das erste Mal hier mit dabei ist, wie ihr im Hintergrund gehört habt, sondern ich nach so vielen Reisen und Foodbewertungen endlich auch mal die Bäckerei meiner Mutter vorstellen kann. Absurd. Was ist dein Lieblingsort in Fuerteventura? Mojable. Ja? Mehr, nicht viel Touristen, aber mehr Einwohner. Ja. Das ist die Fuerteventura, Mahuero, mehr dort. Deswegen. Und hier ist mehr Touristen. Aber auch sehr schön. Und deswegen werden wir uns morgen Morocable angucken und natürlich noch andere Orte. Aber heute gehen wir erstmal weiter an den Strand. Aber bevor wir an den Strand gehen, haben wir uns noch Stücke Kuchen geholt. Frankfurter Kranz für Natalia. Und ich habe einen Butterkuchen mit Vanille und Kirsche. Ich sage, wir werden die nächsten Tage sehr viele Kuchen hier testen. Aber das reicht für heute. Jetzt geht es wirklich an den Strand. So Leute, wir sind am Strand von Sotavento, da ist René Igli, hier sind die ganzen Wind- und Kitesurfer. Warum es hier so beliebt ist, weil es arschwindig ist, das hört ihr vielleicht, ich hoffe ihr hört mich überhaupt noch. Hier sind richtig geile Wellen und hier ist so eine Lagune, die sieht man mit der Drohne sehr gut. Bei Flut fließt das Wasser über sozusagen diesen Strand drüber und bildet so eine kleine Lagune, wo man richtig schön Kitesurfen und Windsurfen lernen kann. Aber richtig krass hier und es ist so schön warm im Januar.
Das Coole ist hier auch, dass man hier wirklich kilometerweit runterlaufen kann. Ne? Wir sind hier Sotavento, da unten ist Playa Candia. Und man kann hier wirklich sehr lange weit laufen. Ich habe das, glaube ich, mit 17 das erste Mal gemacht. Gerade bei Ebbe ist es richtig cool. Man muss natürlich aufpassen, wenn die Flut kommt. Sie kommt langsam, aber stetig. Und irgendwann ist man dann bis hierhin in Wasser. Ne? Aber es ist so schön klares Wasser. Und jetzt gerade im Januar trotzdem immer noch 18 Grad. Fühlt sich kalt an, ist aber irgendwie dann doch schon warm, ne? Weil der Golfstrom ja auch herfließt. Deswegen übrigens ein Tipp. In Coralejo im Norden, der Meerenge zwischen Lanzarote und Coralejo, da gibt es sehr viele Haie und Wale und Co., also Whale-Watching und Co., weil die alle da durchschwimmen, ne? Golfstrom. Keine Sorge, zu Coralejo und was man da sonst so machen kann, erzähle ich im zweiten Video noch deutlich mehr. Das ist nur ein kleiner Teaser hier. Was ich euch vorenthalten habe, ist, dass das Wasser einfach so glasklar ist. Ne? Es hat hier so richtig karibischen Flair. Kein Wunder, dass man das Hawaii Europas nennt. Aber schaut euch mal an, wie glasklar das Wasser ist. Es ist so phänomenal und so schön angenehm warm in dieser Lagune. Hier kann man es aushalten. So Leute, wir sind auch jetzt etwas außerhalb rausgefahren und ihr merkt, es lohnt sich hier schon ein Auto zu haben, weil man muss hier wirklich teilweise Holperpisten entlangfahren, damit man die Lagune nochmal von der anderen Seite sehen kann. Deswegen holt euch nicht nur ein Auto, sondern auch noch ein Auto, das vielleicht über die Holperpisten gut aushalten kann. Und das wird auch noch wichtig, wenn man nach Cofete fährt. Das zeige ich euch dann morgen. Jetzt zeige ich aber hier nochmal die Aussicht, weil das ist, was Costa Calma so besonders macht. So Leute, der nächste Tag. Wir werden jetzt in den Süden der Insel, also noch weiter in den Süden. Ne? Wir sind auf der Halbinsel Jandia und werden jetzt nach Jandia runter, beziehungsweise Mojocable und versuchen nach Cofete runterzufahren. Mal schauen, ob das klappt. Ist ein sehr holpriger Weg. Mal schauen, wie weit wir kommen mit dem Kleinen. Erstmal holen wir uns aber noch schnell was zu frühstücken. Wir haben uns auch mal bei Mama gestärkt, uns auch noch eine Mondschnecke geholt für den Weg nachher, denn es geht jetzt ein bisschen weiter weg. Ne? Also es sind, glaube ich, irgendwie nur 15 Kilometer nach Mojocable, das dauert jetzt eine halbe Stunde. Nach Cofete wären es, glaube ich, auch nur noch mal 20, 30 Kilometer, aber das ist ja dann eine Schotterpiste, wie ich gesagt habe. Und das dauert ewig. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir fahren jetzt los. Ja, wir sind jetzt auf der Straße nach Cofete. Gleich am Anfang, ne, also man muss am Hafen vorbeifahren, dann kommt man auf die Straße und direkt sieht man einen Unterschied. Ne? Man hat nur noch Serpentin. Am Anfang ist alles asphaltiert, das ist jedenfalls sehr gut, zumindest bis dahin, wo wir jetzt gerade sind. Aber schon sehr hart zu fahren, ne? Sehr krass serpentinig, weil das ist alles Vulkangestein hier und man hat versucht, eine Straße drum zu irgendwie zu bauen. Kann man nicht genug quer durchbauen, aber es ist so schön hier. Ich habe auch noch ein paar Aufnahmen gemacht, die Berge im Hintergrund, das ist richtig krass. Wir haben hier auch einige Leute wandern sehen durch das Ödland. Manchmal muss man dann aber die Straße überqueren. Schnell fährt hier aber bei den Begebenheiten niemand. Wirkt also wie ein cooler Wanderweg mit frischer Meeresbrise. So, wir sind hier auf einem Aussichtspunkt zwischen Cofete und dem Weg. Ne? Also wir müssen noch irgendwie 4 Kilometer müssen wir noch runterfahren. Aber hier sieht man schon, warum Cofete so krass ist. Man hat diese Berge und dann das Tal mit diesen krassen abgelegenen Stränden. Hier ist auch die Villa Winter, soll hier sein. Also das ist so eine Villa und da gibt es einige Gerüchte drum. Hier sollen die Nazis einen U-Boot-Hafen gehabt haben, einen heimlichen für die Rattenlinie und Co. Glaub nicht, dass es wahr ist, ne? Aber so ein paar Gerüchte und ein paar Mysterien sind ja immer cool. Ihr merkt, es ist sehr windig hier. Man hätte auch unten weiterfahren können zum Punto de Jandia, da ist der Leuchtturm und so. Oder eben hier runterfahren, könnt ihr euch entscheiden. Oder beides machen, sind jeweils nur 8 Kilometer von dem Trennungspunkt hier. Also gar nicht so lange. Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwie eine halbe Stunde gefahren. Also alles sehr easy. Wir sind am Playa Cofete angekommen. Weg war jetzt noch am Ende ganz leicht. Ihr seht, Cofete selbst ist ein ganz, ganz kleines Dorf. Es gibt hier ein Restaurant. Da werden wir jetzt aber nicht mehr hingehen, weil wir werden nachher woanders essen gehen. Aber die Häuser sind sehr einfach und am Hang ist dann halt die Villa Winter. Und mit diesem Turm, der da dran ist, wo ja auch eine Satellitenstelle oder sowas drauf sein soll, verstehe ich, warum es so ein bisschen mysteriös wirkt. Warum so ein Haus, so eine Villa hier von so einem Deutschen. Der Strand dafür ist aber wunderschön und den kann man sich auch angucken, wenn man nicht dieses Mysteriöse sehen will, weil der ist einfach unheimlich lang, kilometerlang. Ist natürlich super windig hier, weil das natürlich hier das Tal, ne, der Wind zieht hier so durch an die Westküste, aber ist eben perfekt zum Surfen. Hier sind riesige Wellen, kilometerlang, niemand anders. Für Surfen würde ich euch im Mittel, also morgen noch in La Parée noch einen Ort zeigen und im zweiten Video ganz oben noch. Also chillt ein bisschen, wenn ihr noch da was sehen wollt. Da gibt es richtige Surferorte. Aber hier auch geil für Surfen. Werden wir aber nicht machen. Wir gucken uns noch ein bisschen um und dann geht es auch wieder zurück.
schön das auch aussieht. Chillen hier am Strand macht man, glaube ich, nicht. Der Wind knallt einem ums Gesicht. Der Sand tut richtig weh an der Beine. Ja, es ist eher was fürs Video und fürs Surfen, aber sonst schöne Aussicht. Interessanterweise gibt es ja noch einen Friedhof und das macht die ganzen Gerüchte um Villa Vinta natürlich noch kurioser. Ne? Warum hier so ein kleiner Friedhof? Ist natürlich so, dieses kleine Dorf wird nicht so krass besucht. Ne? Es gibt hier so ein paar Leute, die hier wohnen in einfachen Hütten, wie gesagt. Das Restaurant soll aber richtig krass sein, also ein richtiger Massivbau, wie man da sieht, so fast schon wie so eine kleine Burg. Morro-Hable, die Leute kommen gar nicht so oft hierher, aber interessanterweise, ihr müsst kein Auto haben. Es gibt sogar eine Busverbindung, die ihr hinführt, in dieses abgelegene Dörfchen, um das mal sich angucken zu können. Deswegen, wenn ihr hier übernachten wollt oder sowas und kein Auto habt, geht das auch. Falls ihr übrigens mehr über die Villa Vinta erfahren wollt und warum gerade die Hinterbliebenen versuchen, gegen diese Legenden vorzugehen, schaut euch mal die Webseite zur Villa an. Nazi-Mysterien werden leider immer noch viel zu oft verherrlicht. Aber jetzt geht's zurück über die Schotterpiste, wir wollen wieder Sommerfeeling. Leute, wir sind in Morro-Hable angekommen. Das Dorf gibt es seit 1899. Ja, deswegen 125 Jahre haben die gefeiert. Das sieht man hier auf dem Mural auch. Generell ist es aber so, dass es hier schon Fischerdörfer seit dem 18. und 19. Jahrhundert gibt. Und noch interessanter ist, dass 1970 erst hier eine Straße hingebaut wurde. Vorher war es sozusagen ein abgelegenes Fischerdorf, wo man einfach nicht hin konnte, außer über den Wasserweg. Und 1972 war Willy Brandt hier, deswegen soll hier auch eine Bronzestatue sein. Und danach ist erst der Tourismus hier angefangen und deswegen ist es danach in den 70er, 80er Jahren zu einem Tourismuszentrum geboomt und zur größten Tourismusstadt in Fuerteventura geworden. Deswegen sieht man jetzt Hotels hier überall. Und wie meine Mama ja schon vorher gesagt hatte, ist es nicht nur ein Tourismusort hier, sondern man hat ja auch einige Einheimische, deswegen auch einheimische Restaurants und Co. Gerade in diesem Ortsteil, in dieser Altstadt, wo wir gerade sind, kurz vorm Hafen, da findet man dann halt viel Einheimisches. Und weiter raus sieht es dann eher aus wie Mallorca, das ist ja Playa Jandia eher, statt Morro-Hable. Und da sind dann halt die ganzen Promenaden, wo man auch einen langen Strand hat mit einem Leuchtturm. Und eben die ganzen Bars, Restaurants, einen Mango zum Einkaufen und so. Ist auch cool, wenn man wahrscheinlich hier wohnt und mal wirklich shoppen gehen will, aber das ist sonst eher für Touristen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall eine riesige Auswahl. Bei einigen Tapas-Bars stehen die Leute sogar an. Und keine Sorge, ich hau wieder einen Link unten in die Beschreibung, wo ich war mit allen Restaurants und Co. und was ihr euch angucken könnt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, den kleinen Weg durch die Altstadt zu gehen und dann kommt ihr am Ende an der Strandpromenade an und hier könnt ihr noch schön was essen, vielleicht vorher schon an den Seitenstraßen und dann einfach schön die Strandpromenade entlang gehen. Morro-Hable lohnt sich und ist wahrscheinlich das größte Highlight hier im Süden, wenn man ja, Strände, Restaurants und so sehen möchte. Also beziehungsweise besiedelte Gebiete haben möchte. Und wenn man es etwas ruhiger haben möchte, hat man natürlich andere Bereiche wie Fohlen, Kufete und so. Ne? So, wir sind jetzt im 470. Hier habe ich mir einen Sangria geholt, der erste in diesem Urlaub, ganz spät dafür. Ich liebe Sangria, ne? So fruchtig, schön kühl. Jetzt haben wir noch was zu essen bestellt. Einmal Nachos zum Teilen und ich habe mir ein Bocadillo bestellt. Catalan, das ist mit Jamón und frittierten Tomaten drunter. Das erinnert mich an Mallorca, da hatte ich ja auch so ein richtig geiles Sandwich. Falls ihr das Video noch nicht kennt, guckt euch das hier oben an, mein Mallorca-Trip. Ich bin gespannt, ob es genauso schmeckt. Das Sandwich ist decent. Guter Jamón, gute Tomaten, das Spaghetti schön kross. Ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Mallorca, ne, der es richtig krass gemacht hat. Aber es erinnert schön daran. Und so ein Bocadillo hier zu bekommen, freut mich ja, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also auch wenn die Nachos gerade ein richtiger Reinfall waren, also richtig schlecht waren, für 9 Euro so krank, ne? Vor allem weil das Sandwich nur 4 Euro gekostet hat, habe ich jetzt noch was Gutes rausgesucht, weil wir müssen ja mal mit was Gutem abschließen. Und das ist eine Eisdiele, und zwar der Eisdiele. Die gibt es schon seit Ewigkeiten hier, also seitdem ich 2008 das erste Mal hier war. Und die machen richtig schönes Eis. Mit dem Eis geht es dann am Playa Jandia entlang. Promenaden, ein Walfossil und ein großer Leuchtturm sind hier das Highlight. Eben pures Mallorca-Feeling mit den Shops und Co. Zum Abendessen fahren wir dann aber noch etwas nördlicher.
Zum Abschluss des Tages sind wir noch in La Lajita. Das habe ich ganz am Anfang mal erwähnt, denn hier ist der Botanical Garden bzw. der Zoo, ne, also so eine Oase mitten in der Stadt. Hier gibt es noch ein paar coole Restaurants, einen Strand, den wir uns noch angucken. Einige haben aber zu. Wenn ihr in der Off-Season hier seid, merkt euch eins, viele Restaurants haben nur donnerstags bis sonntags oder so auf, haben dann auch noch Siesta zwischendurch. Ist also nicht immer leicht, die guten Restaurants zu finden. Deswegen gehen wir heute safe und holen uns eine geile Pizza. Aber euch zeige ich erstmal das Dörfchen. Hier an der Ostküste gibt es noch ein paar Orte wie La Lajita, Tarajalejo und Gran Tarajal, die so schöne Steinstrände haben. Ja, ne, eben keine Sandstrände zum wirklich schwimmen gehen, aber dafür ist das Wasser dann schön klar. Man hat schöne Häuser direkt am Wasser, ein paar kleine Restaurants, vor allen Dingen Fischrestaurants. Und viel weniger Touristen als in Costa Calma oder Morrojable. Es hat viel mehr Vibe und man fühlt sich so ein bisschen mehr wirklich, jetzt sehen wir mal Fuerteventura. Wir noch was bei Giu Giu Pizza. Die sah richtig geil aus und wir kommen hier rein und die reden Polnisch. Natalia sofort fühlt sich wie zu Hause, weil das ist ja auch Polen. Einfach perfekt für sie. Und deswegen ist es auch so eine fancy Pizzeria hier, weil in Polen sieht man an jeder Ecke auch so fancy Pizzerien. Ich mache mal wahrscheinlich mal irgendwann ein Video über Katowice oder Krakau und dann zeige ich euch das. Ja, ich bin schon richtig gespannt. Ich habe ja die Carbonara-Pizza und die hat so richtig geiles Eigelb und sehr schön mit dem Pfeffer und sowas. Ich hatte schon mal eine Carbonara-Pizza in Berlin, die war nicht so geil. Hier schmeckt man den Guanciale richtig geil. Natalia hat richtig schön fluffiges Hummus mit frischem Brot. Das ist so ein Restaurant, was man hier nicht erwartet. Ich bin ehrlich, das habe ich im ganzen Süden, gibt es nicht so eine Pizzeria hier. Mega geil, lohnt sich, bringt ein bisschen Zeit mit, dauert ein bisschen, dafür aber 10 von 10. Perfekter Abschluss also für La Lajita. Ein Ort, den ich so nicht erwartet habe und der jetzt schon zu meinen Highlights der Reise gehört. So Leute, wir sind am Viewpoint bei Risco del Paso, zwischen Bationdo und dem Playa El Samo. Und das sieht einfach so richtig krass aus. Ne? Das ist unser letzter Beach hier im Süden, den wir besuchen werden, auf der Ostseite. Und das ist wahrscheinlich der beste Strand der Insel, meiner Meinung nach. Mit dieser krassen Lagune, diesem weißen Sandstrand. Dahinter sieht man übrigens noch eine riesige Düne, die aus Saharasand gemacht wurde. Krassere Dünen werden wir im zweiten Video sehen in Corralejo. Also schaut euch das auf jeden Fall auch an. Und jetzt gehen wir erstmal runter an den Strand. Wir sind am Strand angekommen, was übrigens richtig krass ist auf Fuerteventura. Gefühlt jeder Strand hat einen eigenen Parkplatz und alle for free und super nah am Strand. Also selbst wenn ihr mit Auto kommt und einen Kinderwagen habt und Co., alles super easy zu erreichen und ihr könnt alle mal kurz halten. Nicht so wie in Mallorca und Co., wo du teilweise ja richtig bezahlen musst, um noch parken zu können. Und dann merkst du, der Strand ist doch nicht für mich. Hier ist es anders, hier kannst du einfach mal vorbeigucken. Hier stehen auch Leute mit ihren Campern und chillen hier. Ich weiß, der Strand wirkt auf den ersten Blick riesig, also die Strecke, die man auf dem Sand zurücklegen kann, bis man am Wasser ankommt. Aber wir sind jetzt auch zur Ebbe hier, ne? So wie an dem Strand, wo wir gestern waren, bildet sich hier normalerweise eine Lagune bei Flut und dann hat man so richtig schön seichtes Wasser. Jetzt können wir aber da vorne bis ans Meer vor mit dem Kinderwagen, hat auch seine Vorteile und uns da das hellblaue Meer anschauen. Das ist ja einfach Karibik-Feeling pur. Für mich ganz klar der schönste Strand auf Fuerteventura. Hier solltet ihr auf jeden Fall euch einen Tag nehmen und einen Tag verbringen und einen richtig schönen Strandurlaub machen, weil das ist wohl das Wichtigste auf Fuerteventura. Man kann hier arsch viel machen, ne? Action und Co. Und ich werde euch im zweiten Video nachher auch noch viel, viel mehr zeigen, was man im Norden und im Westen machen kann und auch ein bisschen mehr Kultur miterleben kann. Aber wenn man im Süden ist und auf Fuerteventura kommt man ja auch hin wegen dem schönen Wetter und dem Strand, dann sollte man hier an diesen Risco del Paso gehen. 10 von 10, geilster Strand. Wir genießen das hier jetzt noch und dann fahren wir weiter und wir zeigen euch noch mal was Cooles, ein Surfergebiet hier im Süden. So, wir sind jetzt weiter an den nächsten Strand, jetzt in La Pared. Der Ort an selbst ist gar nicht so krass. Ne? Es gibt ein, zwei kleine Bars, die vielleicht cool sind. Also eine Schotterpiste, über die man fährt. Aber ansonsten kommt man hier hin wegen den Stränden. Und in Cofete habe ich ja schon gesagt, man kann hier bestimmt gut surfen. La Pared ist dafür bekannt, dass sie eine der besten Surfspots hier haben auf Fuerteventura. Zumindest den besten Surfspot im Süden für normales Surfen. Und ich zeige euch jetzt warum. Eigentlich wollten wir da runter an den Strand. Aber der ist komplett überflutet jetzt gerade, wegen der Flut. Aber schaut euch mal die Wellen an und wie schön es trotzdem hier aussieht.
ist der zweite Strand von La Prairie, der mit dem richtig geilen Cliff, richtig schöne Aussicht von hier. Der ist natürlich besser für Surfen. Generell kommt ihr hin zu dem Sonnenuntergang, weil da ist Westen, ne? Mega geiler Sonnenuntergang. Wir fahren jetzt aber weiter, denn ich habe noch ein Geheimtipp zum Essen für euch. Im zweiten Video werden wir ganz am Ende nochmal zum Sonnenuntergang hier hinkommen. Und das lohnt sich wirklich. Aber jetzt los, ich habe echt Hunger. Zum Abschluss sind wir in Esquinzo. Und Esquinzo ist ein Ort, wo ich eigentlich nie hin würde. Hier sind eigentlich nur Resorts. Also wenn man nicht gerade im Robinson oder im Tui ist, dann hat man eigentlich keinen Grund hier hinzukommen. Außer man will zu Marabu, so ein unscheinbar kleines Restaurant mit einem richtig krassen Weinkeller. Und da gehen wir jetzt hin. Wie ihr seht, das ist ein etwas fancier Restaurant, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Allein der Vorspeisenteller, ne, mit allem drum und dran, der steht nicht auf der Karte. Den müsst ihr euch einfach bestellen, also so ein bisschen Tapas-Mischmasch. Da habt ihr dann richtig frische Gambas, richtig leckeren Käse, aber auch Auberginen und. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Hauptspeise ist noch geiler. Ich habe die Käsespätzle mit den Schweinemedaillons, mega geil. Meine Mama hat Fisch mit Risotto, auch krass. Die hat einen richtig geilen Salat. Hier kann man sich wirklich alles holen. Deswegen meine Empfehlung, geht zu Marabu. Ja, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber eben richtig lecker. Das war es aber auch schon mit dem ersten Video. Der Süden kann richtig viel. Es war vor allen Dingen so ein Touri-Ort, aber sehr viel auch mit Stränden und so. Im zweiten Video werden wir uns dann den Norden angucken und Westen. Und da gibt es noch richtig viel, auch Kultur und Essen und Co. Aber Mike aus dem Off, erzähl du doch mal. Ich esse weiter. Tschüss. Fazit also schon jetzt, Fuerteventura lohnt sich, wenn ihr genug vom Winter habt und Sommerfeeling sogar im Januar wollt. Denn Strände und Summer-Vibes gibt's hier ohne Ende. Im zweiten Video schauen wir dann, ob Fuerteventura noch mehr zu bieten hat. Neben idyllischen Surferorten im Norden und Dünen wie in der Sahara, schauen wir uns auch die ehemalige Hauptstadt Betancuria an und gehen in einem Michelin-Star-Restaurant essen. Das solltet ihr nicht verpassen. Jetzt aber Schluss für heute und ab in die Highlights.